All right, good morning, everybody, and welcome to the Bookmap special event webinar here today with Oliver Sparring on order flow. This webinar will be in German. I will give a brief introduction here. As you guys can see, well, this is our first introduction to foreign language. Well, actually, we've done a few before, but we're going more in this direction, foreign language webinars and content. So we're very happy to have Oliver and in the German language here. I will be putting his contact information. He has a website as well as Instagram. He is a mentor and educator. I'll put this into the chat for you. I'm going to read the risk disclosures. I'll let Oliver introduce himself because it is in German and I cannot read that. General disclosure: all Bookmap Limited materials, information, and presentations are for educational purposes only and should not be considered specific investment advice nor recommendations. The risk disclosure: trading futures, equities, and digital currencies involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. So Oliver, why don't you go ahead and share your screen and I will share it from there. Perfect. Okay, for those of you joining, just another note, if you're just joining now, this will be in German. Okay, and let me pop this out. Oh, I'm sorry, hold on a minute. Yeah. This looks good. Okay, yeah, we're all set. It looks special right now. I'm not sure if you see the same as me. I'm seeing an infinite mirror on your side. Yes. Let me just start it Okay. again. Okay. So. Okay. This is strange. I still see the infinite mirror. Okay, hold on a minute. It worked like a minute ago. Yeah, let me try this again here. Hold on. Okay. Yeah, this is yours. Okay, maybe you are streaming from another screen. I am not. This is my main screen, and let me just start it again. Okay. I mean, it worked like a minute ago. Yeah. Why shouldn't it work now? Yeah. Okay, if I close Discord, can you see my desktop now, or is it still an infinite screen? No, I see Sparring Investment Academy. Okay, I just put Discord aside then, and hopefully this will work. Okay, also auch von meiner Seite aus nochmal ein ganz herzliches Willkommen hier zum ersten deutschsprachigen offiziellen Bookmap-Webinar. Ich freue mich riesig, das hier heute mit euch machen zu dürfen. Wie der Bruce ja schon angekündigt hat, möchte Bookmap in Zukunft sein Webinarangebot auch in mehreren Fremdsprachen erweitern. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind wir hier in Deutschland die Ersten, die das also im offiziellen Rahmen machen dürfen. Bevor wir anfangen, noch einmal ganz kurz der Risikohinweis auch von meiner Seite aus, denn wir sind ja hier im deutschsprachigen Raum und ihr wisst, bei uns ist das mit den Gesetzen immer so eine Sache. Deswegen zeige ich das Ganze hier natürlich auch nochmal in deutscher Sprache. Ich erspare euch jetzt mal, das alles vorzulesen, aber ihr wisst, wir machen hier lediglich Trading zu Demozwecken und jeder handelt auf sein eigenes Risiko. Das hier ist keine Anlageberatung. Nochmal, bevor es losgeht, ein ganz kurzes Wort zu mir. Mein Name ist Oliver Sparring. Ich freue mich auf jeden Fall, hier heute bei euch sein zu dürfen und dieses Webinar leiten zu dürfen. Ich bin Jahrgang 1987. Ich komme ursprünglich
aus dem unternehmerischen Bereich, habe nach dem Studium 2 Firmen aufgebaut und bin seit dem Jahr 2011 als Trader an der Börse tätig. Wie so viele von uns habe ich das Ganze zunächst im Selbststudium begonnen, weil ich dachte, das muss ja alles ganz, ganz einfach sein und das ist ja bestimmt alles ganz, ganz schnelles Geld. Ihr kennt das sicherlich. Irgendwann kommt man dann doch zu dem Punkt, wo man feststellt, okay, eine sinnvolle Ausbildung wäre dann wahrscheinlich doch der richtige Weg. Und so habe ich persönlich über die Jahre sehr, sehr viele verschiedene Ausbildungen im Trading-Bereich, sowohl im Inland als auch im Ausland absolviert. Mein eigentliches Handwerk, welches ich heute auch unterrichte, das habe ich schließlich in London gelernt, auf einem größeren Trading-Floor. Ich verfolge sowohl kurzfristige Daytrading-Strategien als auch mittelfristige Strategien im Bereich des Optionstradings, des Swing-Tradings und habe schließlich im Jahr 2021 meine eigene Trading Academy, die Sparing Investment Academy GmbH, gegründet. Habe einen Riesenspaß an meiner Arbeit. Wir haben sehr, sehr nette Kunden. Für mich ist es so die perfekte Aufteilung des Jobs. Ich bin klassischer Vormittagstrader. Ich habe vormittags meine Trading-Session, kümmere mich am Nachmittag um unsere Kunden und Schüler und um die Schule im Allgemeinen und habe wirklich große Freude an meinem Beruf. Wenn ihr mehr von uns erfahren oder mehr über uns lernen möchtet oder natürlich über das Trading im Allgemeinen, wir haben so einen Podcast, den gibt es auf YouTube und auf Spotify, der heißt Die Börsenschule. Und wir betreiben außerdem als Sparing Investment Academy einen eigenen YouTube-Kanal, wo es ganz viele Informationen zum Thema Trading und natürlich auch zum Thema Bookmap und Orderflow, Orderbuchtrading im Allgemeinen gibt. Wie wird das Ganze hier heute vonstatten gehen? Ich habe mir überlegt, dass ich die Session gerne in 4 Teile aufteilen möchte. Wir fangen zuerst immer an mit klassischen Trade-Analysen von Trades, die ich am Vormittag absolviert habe. Für unsere Kunden nehme ich sowieso eigentlich so gut wie jeden meiner Trades auf. Spiele den dann im Nachhinein etwas schneller ab, damit man da nicht 15, 20 Minuten vorm Rechner sitzen muss, um sich alles anzugucken, und stelle das uns dann zur Verfügung. Wir werden hier uns gleich gemeinsam 2 von diesen Trades anschauen und ich werde das Ganze kommentieren. Was habe ich da gemacht? Was habe ich mir überlegt? Was war die Grundsituation und warum habe ich diesen Trade eröffnet? Und natürlich schlussendlich auch, wie habe ich ihn gemanagt? Punkt 2 ist die Analyse der Marktstruktur. Wir schauen uns ein bisschen außerhalb vom Bookmap mal an, welche Marktphase haben wir gerade. Wir werden uns dafür in jeder Session einen Markt vornehmen, klassischerweise natürlich den ES, also den S&P 500 Future, aber gerne in Zukunft auch mal den Gold Future oder den Erdöl Future, je nachdem, was da gerade so im Moment spannend und interessant ist. Darauf kommt der dritte Teil, eine Art Live-Marktanalyse Bookmap anschauen werden, wo wir mal gucken werden, wie verhält sich der Markt heute, in welcher Marktphase befinden wir uns, wo sehen wir eventuell Trading-Gelegenheiten und wie könnte man in den entsprechenden Situationen vorgehen. Und ganz am Ende gibt es natürlich noch eine Q&A-Runde. Ihr könnt eure Fragen stellen. Grundsätzlich könnt ihr natürlich auch eure Fragen während des gesamten Webinars stellen. Also ihr müsst euch hier nicht zurückhalten. Ihr könnt die sowohl bei Discord in den Special Events Kanal schreiben oder natürlich eben bei YouTube, wer von euch über YouTube zuguckt. So, das mal zum offiziellen Teil. Jetzt würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem ersten Trade und den habe ich heute Vormittag im ES umgesetzt. Ich muss mal dazu sagen, ich komme hier ganz frisch aus dem Urlaub wieder. Ich war eine Woche in Österreich auf der Alm, mal ganz ohne Internet und ganz ohne überhaupt großartig Verbindung zur Außenwelt. Das war auch mal sehr nett. Dementsprechend musste ich heute Morgen zusehen, dass ich hier noch 1, 2 schöne Trades für euch finde, die ich euch dann auch zeigen kann. Das hat Gott sei Dank geklappt. Ich hatte einen sehr schönen Trade im ES und ich hatte auch einen sehr schönen, wenn auch etwas kürzeren Trade im GC. Das ist der Gold Future. So, schauen wir uns einmal gemeinsam an, was hier so die Grundsituation war. Wir kommen hier aus einer längeren Seitwärtsrange. Ich denke, Bookmap an sich hat jeder von euch schon mal gesehen.
wie das Ganze hier aufgebaut ist. Ansonsten schreibt gerne einmal in den Chat, wer jetzt noch überhaupt nicht weiß, was die ganzen Striche und was die ganzen Blasen hier in der Mitte zu bedeuten haben. Dann gehen wir da gerne noch mal ganz kurz drauf ein. Ansonsten würde ich einmal davon ausgehen, dass ihr zumindest grundsätzlich wisst, was Bookmap ist, wie Bookmap funktioniert und was es uns zeigt. Also, wir sind aus einer längeren Seitwärtsphase aus der Nachtsession, aus der asiatischen Session gekommen. Wer von euch aufgepasst hat, hat gesehen, dass wir heute mit einem größeren Gap nach unten die Handelssession begonnen haben aus dem Wochenende. Wir befinden uns ja gerade in einer etwas umfangreicheren Korrektur. Und das werden wir uns gleich auch nochmal bei der Marktstrukturanalyse anschauen. Wir hatten dann einen Pullback nach oben in Richtung Vortagestief. Jetzt sehen wir hier in Bookmap wunderbar, wie am Level dieses Vortagestiefs sehr, sehr viel Liquidität im Ask herrscht. Wir haben hier also sehr, sehr große Limit Orders im Ask liegen, die hier, und auch das können wir sehr, sehr schön sehen, schon eine ganze Weile im Markt sind. Ich lasse mal den Trade einmal abspielen, damit wir hier nicht allzu lange die ganze Grundsituation besprechen müssen. So, wir nähern uns also diesem Level und wir sehen hier schon, dass es mehrere Verkaufssignale aus dem Trade Finder gibt. Der Trade Finder, wer von euch das nicht kennt, das ist eine Plugin-Erweiterung für Bookmap. Geschrieben von einem sehr, sehr sympathischen und sehr, sehr netten und hilfsbereiten Team aus guten und fähigen Programmierern. Grundsätzlich der Trade Finder dazu da, um das Ganze, was wir hier so im Orderbuch sehen und was wir hier auf alltäglicher Basis analysieren und dann letzten Endes auch traden, um das Ganze einfach visuell noch besser sichtbar zu machen, um akustische Signale ausgeben zu können, wenn es zum Beispiel zu Absorption kommt, wenn es native Iceberg-Orders im Markt gibt oder ähnliches. So, jetzt kommen wir hier also an unser Level ran. Wir sehen, die erste Limit Order, die hier im Markt lag, die wurde hier auch gefüllt und wir sehen hier unten bereits, wie es zu mehreren Ausschlägen in dieser MV-Stop-Linie kommt. MV-Stop-Linie, ganz grundsätzlich, ohne da jetzt zu technisch zu werden, ist eine Art kumulatives Delta, welches aber mehr als Oszillator fungiert, welches also immer um eine Nulllinie herum fungiert und oszilliert und dementsprechend hier sehr, sehr schön Signale ausgeben kann, wenn es zu sehr, sehr hohem Aufkommen an Market Orders kommt, was wir letzten Endes dann als möglichen Einstieg in unsere Trades nutzen können, wenn das Ganze dann an einer relevanten Zone im Chart passiert. Wir sind also hier oben an diese Zone gekommen. Die erste Limit Order wurde gefüllt. Wir sehen, wie hier immer stärker Market rein gekauft worden ist. Der Kurs ist allerdings nicht weiter gestiegen. Wir sind hier nicht mehr weiter Richtung größerer Liquidität gekommen. Stattdessen haben wir hier immer mehr Signale bekommen, was die Absorption angeht und auch die Volume Spike Signale. Es wurde also immer weiter Market rein gekauft. Die Käufer haben sich hier aber letzten Endes die Zähne ausgebissen und sind nicht weiter nach oben gekommen. Stattdessen sehen wir hier unten wunderschön, sowohl in dieser Price Dynamic Plot Linie, die stellt so ein bisschen das Verhältnis zwischen Market-Käufern und Market-Verkäufern dar, wie hier so langsam das Ganze ins Rote überschwappt, wie also die aggressiven Verkäufer das Ruder übernehmen und wie dann letzten Endes der Preis auch anfängt zu sinken. Wenn ihr hier sehen könnt, ich habe hier diesen kleinen lilanen Pfeil drin, der markiert im Prinzip den Zeitraum, wo ich meine Verkaufsorder, meine Short-Order eröffnet habe. Der Stop, den habe ich hier oberhalb der großen Liquidität quasi platziert. Diese große Limit Order, die schützt quasi meine Stop Order. Die benutze ich wie eine Art dicke Decke, durch die sich die Market-Käufer erst einmal bohren müssen, um hier weiter voranzukommen. Und mein Target habe ich erstmal platziert kurz vor dem VPOC des Tages. Trade ist wunderbar angelaufen. Wir haben hier diese kleine Seitwärtsrange gehabt. Ihr seht, hier ging das Ganze, hier hatten wir direkt eine Breakout-Situation mit einer Sweep-Order über 200 Kontrakte. Auch das zeigt der Trade Finder hier wunderbar an. Hatten also direkt hier das Follow-through in unsere Richtung, gab nochmal einen kurzen Pullback, dann nochmal ein erneutes Verkaufssignal aus dem Trade Finder. Und dann lief der Trade hier eigentlich auch schon wunderbar an. Jetzt habe ich so lange gelabert, dass der Trade eigentlich schon durch ist. Vielleicht noch mal kurz hier in der Mitte zum Management. Wie ihr seht, ich habe meine Stop-Order hier relativ lang über dem Einstands
Kurs gelassen und erst nachgezogen, nachdem sich hier so ein bisschen diese Seitwärts-Range gebildet hat und vor allem nachdem diese größere Limit Order hier im Markt aufgetaucht ist. Nicht aufgetaut. Ihr könnt euch schon mal so als grundlegende Faustregel merken. Der Markt tendiert immer dazu, hin zur größtmöglichen Laufen. Das bedeutet, der Markt möchte immer tendenziell eher dahin, wo die größten Limit Orders im Orderbuch liegen. Dieses Verhalten, dafür haben wir hier diese gelbe Imbalance Line, das ist diese Linie hier. Wenn die also auf der gelben Linie liegt, dann bedeutet das, dass wir eine Imbalance auf der Ask-Linie, auf der Ask-Seite haben, dass also mehr Limit Orders im Offer liegen. Und wenn diese Linie hier unter die Null fällt und dann entsprechend blau werden würde, dann bedeutet das, wir haben ein Übergewicht an Limit Orders auf der Bid-Seite. Dann tendiert der Markt dazu, eher Richtung Bid zu laufen. Was bedeutet das jetzt für mein Trading? Handle ich jetzt niemals gegen diese Imbalance Line? Nein, natürlich nicht. Wie ihr seht, hier habe ich es ja auch nicht gemacht. Die Linie ist gelb. Das bedeutet, der Kurs wird höchstwahrscheinlich eher dazu neigen, mittelfristig zumindest nach oben zu gehen. Nichtsdestotrotz habe ich mich hier für eine Short Order entschieden. Was ich in diesem Moment allerdings tue, ist, dass ich meine Trades etwas aggressiver manage. Das heißt, ich tendiere eher dazu, meine Stops nachzuziehen, etwas aggressiver nachzuziehen, den Trade vielleicht eher auf Einstand nachzuziehen, als ich das vielleicht tun würde, wenn ich sehe, wir haben hier eine starke Trendbewegung in Richtung der Imbalance. So, dementsprechend habe ich jetzt hier gewartet, bis quasi die erste größere Limit Order in irgendeiner Form hier nachgezogen wird. Das ist hier geschehen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Limit Orders, die lange im Markt liegen, große Liquiditäten, die lange im Markt liegen, die fungieren eher als ein Magnet für den Preis. Das heißt, der Preis möchte eher zu diesen großen Liquiditäten hin. Andersherum, Liquiditäten, die hier oder allgemein Limit Orders, die hier in der Nähe des Kurses und sehr, sehr spontan reingezogen werden, das sind in der Regel eher Spoofing Orders von großen institutionellen Händlern. Wir bezeichnen sie auch als OTP, als Other Time Frame Participants. Den Kurs von sich wegzustoßen. Wenn ich also sehe, hier kommt eine größere Order im Ask rein und das auch noch ganz in der Nähe des aktuellen Kurses, dann gehe ich eher davon aus, dass der Kurs dazu neigt, von dieser Order wegzulaufen und das tut er ja jetzt hier zum aktuellen Zeitpunkt auch. Ihr seht, hier wurde ganz stark nachgelegt im Ask und augenblicklich fängt der Kurs an zu fallen. Hätte dieses, und ihr seht, hier wird auch schon wieder rausgezogen, das heißt, wir können einfach davon ausgehen, der einzige Sinn dieser Order war, den Markt tendenziell erstmal von sich wegzudrücken. Das Ganze gut für meinen Trade und natürlich sehr schön dafür, meinen Stop nachzuziehen. Jetzt sehe ich, wir bekommen hier aus dieser kleinen Mikrostruktur den erneuten Breakout nach unten. Dementsprechend habe ich hier über dieses Level meine Stop-Order nachgezogen. Jetzt bekomme ich hier schon das erste Gegensignal. Das heißt, hier wurde jetzt schon sehr, sehr stark Market rein verkauft, aber hier sind gerade aus irgendeinem uns noch unbekannten Grund erstmal die Verkäufer nicht weiter durchgekommen. Jetzt bekomme ich hier noch ein sogenanntes Market Volume Stop Signal. Und das war dann auch für mich der Zeitpunkt, wo ich meinen Trade geschlossen habe, weil ich jetzt hier mit einer stärkeren Korrektur gerechnet habe. Dieses Signal kommt in der Regel nur, wenn wir also eine Art Exhaustion-Situation haben, wo also starke Market-Käufer in Richtung des Trends aktiv werden, beziehungsweise in dem Fall starke Market-Käufer, starke Market-Verkäufer. Der Kurs sinkt allerdings nicht weiter. Stattdessen kommen einfach keine neuen Market-Verkäufer nach und es kommt hier zu einer stärkeren Korrektur. Und dementsprechend, da wir hier, wie gesagt, auch die Imbalance auf der Ask-Seite haben, habe ich den Trade an dieser Stelle dicht gemacht. CRV war mittlerweile bei 3,2, 3,3:1, war also ein wirklich sehr, sehr schöner Trade. Und ich sage mal so, als ersten Trade des Tages bin ich sowieso immer eher darauf aus, Gewinne schneller zu realisieren, damit ich erstmal ein bisschen was auf dem Konto habe als Puffer.
Wunderbarer Trade, wäre natürlich, wer das Ganze weiterverfolgt hat, wäre noch deutlich weiter in meine Richtung gelaufen, hätte auch tatsächlich hier noch mein Target am VPOC erreicht. Danach ist allerdings nicht mehr sonderlich viel weiter nach unten gelaufen, sondern hat weiter nach oben korrigiert. Nichtsdestotrotz, man muss aufhören, sich über solche Sachen im Nachhinein zu ärgern. Ich weiß, wir sind alles nur Menschen und auch ich könnte da manchmal fluchen, aber das gehört zum Trading absolut dazu und ich bin mir sicher, das kennt ihr alle. Bevor wir mit dem nächsten Trade weitermachen, würde ich einmal ganz kurz bei Discord gucken, ob es schon die ersten Fragen in irgendeiner Form gibt. Hier ist noch nichts. YouTube ist schon etwas mehr los. Hallo an alle. What instrument is he showing? Das war gerade der ES, sprich der S&P 500 Future. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter mit der Situation im Gold. Ich glaube, das war sogar heute mein erster Trade. Den wollen wir. Gold also heute Morgen auch eher langsam unterwegs gewesen. Haben wir jetzt Vollbild? Ja, jetzt haben wir Vorbild. Eher langsam unterwegs gewesen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch eine etwas längere Seitwärtsphase, die hier schon über eine gute halbe Stunde lief. Wir haben sowohl Liquidität auf der Ask-Seite als auch größere Liquidität auf der Bid-Seite liegen. Wir haben uns hier mit dem Kurs innerhalb dieses Kanals aufgehalten. Der VPOC des Tages, der lag zu diesem Zeitpunkt hier oben. Und in dem Fall könnt ihr sehen, dass im Gegensatz zum letzten Trade im ES haben wir hier die Liquidity Imbalance auf der Bid-Seite. Das bedeutet, in dem Fall liegen die Mehrheit der größeren Limit Orders Bid. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass der Kurs wahrscheinlich im mittelfristigen Bereich des Tages eher dazu neigen wird, nach unten zu laufen. So, jetzt befinden wir uns im Gold ja sowieso tendenziell eher in einem Abwärtstrend. Der läuft jetzt auch schon länger und das tut auch jedem etwas weh, der hier irgendwie physisches Gold zu liegen hat oder in Gold investiert ist, zumal es gerade eher danach aussah, als ob sich das Ganze wieder erholen wird und Richtung 2000 laufen wird. Jetzt haben wir, wie gesagt, hier wieder die etwas größere Korrektur in diesem Markt und dementsprechend ist das Ganze im Intraday-Bereich hier sowieso eher auf der Short-Seite interessant. Was ist hier passiert? Wir sind hier oben an dieses Level gelaufen. Hier haben wir eine etwas unauffälligere Order liegen gehabt, die hier allerdings sich schon im Laufe des Vormittags immer mal wieder bemerkbar gemacht hat. Außerdem war das hier eine Zone, die ich mir in meiner morgendlichen Analyse bereits so eingezeichnet habe. Was ich genau damit meine, das zeige ich euch selbstverständlich gleich, wenn es um die Marktstruktur geht. Der Kurs ist also an dieses Level rangekommen. Wir haben hier wieder im Trade Finder diesen Volume Spike gehabt, sprich hier wurde über einen Zeitraum von 30 Sekunden sehr, sehr viel Market rein gekauft, aber ihr seht schon, hier bildet sich vor dieser Limit Order eine kleine Seitwärtskonsolidierung. Schauen wir uns mal unten hier die Market Volume Stop Linie an. Ihr seht also, wie die hier ziemlich volatil ausgeschlagen hat. Hier wurde also zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr massiv Market rein gekauft. Käufer sind hier aber irgendwie nicht weiter durchgekommen. Und während sich diese Konsolidierung hier bildet, seht ihr schon, wie diese MV-Stop-Linie hier stark abfällt, wie also den Käufern hier einfach schlicht und ergreifend die Luft ausgeht. Und nicht nur das, es kommen jetzt hier auch die ersten Market-Verkäufer rein. Denn ihr seht, genauso schnell wie die Linie hier gestiegen ist, fällt sie gerade wieder. Und das ist natürlich unser Vorteil, das Ganze diesmal in Richtung der Imbalance. Habe hier also meinen Short Trade eröffnet. Stop Order war hier pauschal bei 10 Ticks. Ich ziehe sie gleich, eigentlich waren 8 Ticks gemeint. Ich ziehe sie gleich hier etwas näher ran an die Limit Order, sodass die hier so 2-3 Ticks drüber liegt. Und habe als Target mir ausgewählt die Liquidität hier unten. Grundsätzlich macht es meiner Erfahrung nach immer Sinn, als Zwischentargets größere Limit Orders auszuwählen. Wenn ihr hier mit mehreren Kontrakten im Markt seid, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr
schön rein und wieder raus scalen. Das bedeutet, ihr könntet hier eure Positionen schrittweise aufbauen. Und dementsprechend, sobald ihr hier euer erstes Target erreicht, vielleicht nicht die ganze Position schließen, sondern erstmal mit einem Teilverkauf rausgehen, gucken, wie verhält sich der Markt, kriegen wir vielleicht nur eine Korrektur, wo man den Stop schön nachziehen kann. Fällt der Markt dann weiter, dann kann man versuchen, den Trade vielleicht noch über einen etwas längeren Zeitraum zu halten. Gerade wie in dieser Situation hier, wo wir eben die Imbalance-Line auf unserer Seite haben, die uns ja sagt, dass wir hier tendenziell nach unten laufen werden. So. Das erstmal zur grundsätzlichen Situation, die diesem Trade vorausgegangen ist. Beim lila Pfeil war wieder die Eröffnung meines Trades. Ich bin in diesem Fall hier nur mit einem Kontrakt short gewesen und auch hier sehen wir wieder wunderbar Follow-through. Das macht dann natürlich immer besonders viel Spaß. Das ist nicht immer so im Trading. Ich denke mal, das kennt ihr alle. Der Markt, der neigt durchaus dazu, erstmal an solchen Limit Orders eine Weile seitwärts zu laufen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Vielleicht auch nochmal einen Retest zu machen. Kann man dann sehr schön schauen, ob sich eventuell Divergenzen im Verhältnis zur MV-Stop-Linie ergeben. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen orangen Kasten, der sich gebildet hat. Das war hier gerade, ich mache mal noch mal kurz zurück. Das war gerade wieder unser Trade Finder, der zeigt uns an, dass hier eine native Iceberg Order im Markt gelegen hat. Hier hat also jemand an die COMEX eine versteckte Order übermittelt, ein größerer institutioneller Händler in der Regel, der hier in Einzerstückelung, das heißt Kontrakt für Kontrakt, seine größere Position aufbaut. Die 38 hier, die zeigt uns, dass er bereits 38 Kontrakte auf diesem Level in Einzerstückelung gekauft hat. Und jedes Mal, wenn der Markt jetzt hier auf diese Linie stößt, wird er seine Position vergrößern. In dem Fall war das offensichtlich hier bei 40 Kontrakten in etwa der Fall. Und dementsprechend ist diese Order dann wieder verschwunden. Ihr seht hier zum Beispiel steht Hidden Bid. Wenn sie eine Größe von mindestens 50 Kontrakten erreicht hätte, dann wäre sie hier auch in meinem Chart längerfristig geblieben und wäre jetzt nach wie vor angezeigt. Das kann man sich alles so konfigurieren und das muss man sich vor allem auch Markt für Markt alles so konfigurieren, wie das eben je nach Liquidität des Marktes Sinn macht. So, jetzt haben wir hier die erste größere Seitwärtsphase. Den Stop habe ich hier mittlerweile einen Tick über die Limit Order nachgezogen. Mittlerweile kriegen wir hier den nächsten kleineren Breakout in der Mikrostruktur nach unten. Dementsprechend habe ich hier meine Stop-Order nochmal nachgezogen. Jetzt müsst ihr mal darauf achten. Solche Sachen sind immer sehr interessant. Wir haben hier vorhin eine größere Limit-Order im Ask gehabt. Die wird hier gefüllt. Das bedeutet, die größere Order ist hier aus dem Markt genommen worden, ist also durch Market-Käufe gefüllt worden. Der Markt dreht an dieser Stelle nicht, sondern bricht weiter durch. Wenn der Markt zu solchen Levels, wo hier solche größeren Liquiditäten vorher gefüllt worden sind, zurückkehrt, dann fungieren diese Levels oftmals in die andere Richtung, in diesem Fall also als Unterstützung. Und das können wir jetzt hier auch relativ tickgenau sehen. Der Markt fällt auf dieses Level und fängt erstmal kurzzeitig an, wieder zu steigen. Markt kommt also wieder hoch. Wir wollen jetzt allerdings nicht, dass der Markt hier wieder großartig über unser vorheriges Zwischenhoch steigt. Sehen, der Markt stoppt hier erstmal wieder. Grundsätzlich, die MV-Stop-Linie zeigt uns, dass tendenziell eher Market rein gekauft wird. Hier scheint also den Verkäufern gerade etwas die Luft auszugehen, was für unseren Trade erstmal eher kontraproduktiv ist. Außerdem haben wir hier noch dieses kleine Histogramm, vielleicht ist euch das hier schon aufgefallen. Hier oben sehen wir eine 251:36. Das bedeutet in diesem Fall, dass hier im sichtbaren Bereich, im sichtbaren Kursbereich 251 Orders im Kaufbereich gefüllt worden sind als versteckte Iceberg-Orders, während auf der anderen Seite nur 36 Orders eben auf der Ask-Seite, also auf der auf der Limit-Verkaufsseite gefüllt worden sind. Tendenz geht dazu, dass hier eher größere institutionelle Kaufpositionen aufgebaut werden, was ebenfalls für unseren Trade gerade nicht unbedingt ideal ist. Dementsprechend bin ich auch hier eher aggressiver mit meinem Trade Management gewesen. Zu diesem Zeitpunkt aber jetzt noch nicht unbedingt ein Grund, den Trade dicht zu machen.
So aus unserem anfänglichen initialen Follow-through ist hier jetzt erstmal eine kleinere, zähere Seitwärtsphase geworden. Das Ganze aber nicht weiter schlimm. Unsere ursprüngliche Trade-Idee, die existiert hier natürlich nach wie vor. Wir gehen von der Korrektur aus. Und jetzt sehen wir hier auch den Breakout nach unten aus dieser Seitwärtsrange. Wir sehen, wie die MB-Stop-Linie wieder eher hier tendenziell Richtung Süden läuft und haben jetzt hier den Breakout aus dieser Mikrostruktur gehabt, was mich jetzt dazu veranlasst hat, den Stop wieder etwas aggressiver nachzuziehen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass die Verkäufer, die sich hier gerade aus dieser Seitwärtsrange heraus durchsetzen konnten, ich möchte jetzt nicht, dass die quasi aufgeben, wenn der Kurs an dieses Breakout-Level zurückläuft, sondern ich möchte, dass sie ihre Preise, die sie hier sozusagen gerade etabliert haben, dass sie die verteidigen. Dementsprechend macht der Stop hier für mich über diesem Level. Je nachdem, wie aggressiv man eben seinen Trade aus der Situation heraus managen möchte. Wenn ich jetzt etwas optimistischer gewesen wäre, hätte ich ihn hier oben erstmal belassen. In dem Fall bin ich hier etwas aggressiver, wie gesagt, vorgegangen. Jetzt macht der Markt das Pullback hier an dieses Breakout-Level und holt hier unsere Stop-Order ab. In dem Fall also kein Riesentrade. Wir hatten 8 Ticks Risiko, haben 12 Ticks gewonnen. CRV also 1,5:1 ist okay. Da war auch noch deutlich mehr drin am Ende. Der Kurs ist dann tatsächlich noch ziemlich weit Richtung Süden gelaufen. Aber gut, wie gesagt, man muss sich da disziplinieren und muss auf jeden Fall darauf achten, dass man sich das Ärgern ein bisschen abgewöhnt, auch wenn man es natürlich nicht ganz wegbekommen wird. Jedenfalls nicht, wenn man so tickt wie ich. Okay, kurzer Blick erstmal in den Discord-Kanal, ob es irgendwelche Fragen gibt. Hier steht soweit nichts. Dann schauen wir doch mal bei YouTube rein. Super Trade im GC und der im ES hat mir auch gefallen, top. Ja, Bernie, das waren echt schöne Trades. Die haben Spaß gemacht. Wie gesagt, ich war heute Morgen ein bisschen unter Druck. Ich musste euch ja irgendwas zeigen. Ich wusste, dass heute die Session ist. In der letzten Woche, wie gesagt, war ich im Urlaub und konnte dort gar nicht traden, beziehungsweise nur ganz, ganz spärlich, weil natürlich die Internetverbindung auf der Alm nicht so die stabilste ist. Dementsprechend heute in der Vormittagssession noch ein bisschen was vorbereitet und ein bisschen was gemacht und ist natürlich sehr schön gelaufen, dass wir hier noch diese beiden tollen Trades bekommen haben. So, jetzt möchte ich mit euch weitermachen mit der kurzen Marktstrukturanalyse. Das bedeutet, wir gucken uns mal an, was der ES heute so gemacht hat und höchstwahrscheinlich heute noch so machen wird. Dazu benutze ich sowohl als Software Bookmap, aber ich benutze auch Sierra Chart, um hier erstmal mittels Volume Profile und Market Profile mir Zonen zu definieren, in denen ich überhaupt erstmal Trades in Betracht ziehe. Vielleicht mal ein Wort dazu. Ihr müsst im Daytrading, im modernen Daytrading aus meiner Sicht und meiner Erfahrung nach immer 2 Fragen beantworten. Das ist einmal das Wo und das Was. In vergangenen Zeiten, in den guten alten Zeiten, als es vielleicht noch nicht so viel algorithmisches Trading oder gar kein algorithmisches Trading gab, da war das alles etwas einfacher und da hat es oftmals für ein funktionierendes Trading-System gereicht, wenn man nur eine dieser beiden Fragen beantwortet hat. Vielleicht kennt ihr ja die Turtle Trader, die haben ein sehr, sehr ausgefeiltes und wenn auch sehr, sehr einfaches System gehandelt in den 80er, 90er Jahren, haben das auch vielen unerfahrenen Tradern beigebracht, die da sehr viel Geld mit verdient haben. Die haben einfach Ausbrüche über 52 Wochen Hochs getradet und haben ihre Positionsgröße dabei an die Volatilität angepasst, haben damit Unmengen an Geld verdient. Und sobald das Regelwerk dieses Systems öffentlich geworden ist, Mitte der 90er Jahre, hat das schlagartig aufgehört zu funktionieren, weil schlicht und ergreifend zu viele Leute dann nach demselben Regelwerk eben getradet haben. Und das führt im Trading zwangsläufig dazu, dass so ein statistisches System einfach seinen Vorteil verliert und von heute auf morgen nicht mehr funktioniert. Was haben die Jungs gemacht? Die haben nur eine dieser beiden Fragen beantwortet, nämlich das Was. Was muss der Kurs machen? Was muss passieren, damit ich in irgendeiner Form einen Trade eröffne? Heutzutage, wie gesagt, ist das Ganze aufgrund der Millionen, Milliarden von Trading-Algorithmen, die es da im Markt so gibt, etwas komplexer. Wir müssen immer 2 Fragen beantworten, nämlich wo muss der Kurs hinkommen, damit für mich ein Trade überhaupt in Betracht kommt und was muss der Kurs dann dort machen, damit ich eben auf Kaufen klicke
oder eben nicht auf Kaufen klicke. Es kann sein, dass ich ein klassisches Setup, welches ihr euch im Vorfeld ebenso ausgedacht habt, dass das irgendwo im Nirgendwo passiert. Und ich würde euch in solchen Fällen stark davon abraten, dann dort Trades zu eröffnen. Ihr möchtet vorher immer definieren, wo sind die interessanten Gelegenheiten, wo haben große Marktteilnehmer ihre Positionen aufgebaut, wo ist mit Liquidität zu rechnen, und wenn der Kurs dann dorthin kommt und erst wenn er dort ist, dann möchtet ihr überhaupt erstmal über einen Trade nachdenken. Ich mache das mit meinen Kunden und Schülern folgendermaßen. Wir nehmen uns dafür sowohl Market Profiles als auch Volume Profiles vor. Das Ganze sieht bei uns in Sierra Chart so aus. Ich benutze dafür immer die sehr, sehr nützliche Replay-Funktion von Sierra Chart und stelle mir den Markt am heutigen Tag erstmal zurück auf 0 Uhr. Ich kann also nicht sehen, was am heutigen Tag schon passiert ist. Wenn ich meine Session beispielsweise morgens um 9 Uhr beginne, dann habe ich natürlich schon den gesamten Kursverlauf und dementsprechend auch das ganze akkumulierte Volumen aus der asiatischen Session. Und das möchte ich nicht unbedingt sehen. Ich möchte erstmal ganz frisch an die Sache herangehen und möchte mir meine Levels einzeichnen. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht zu tief hier in diese ganze Materie einsteigen kann. Zum einen ist das natürlich so ein bisschen unseren Kunden vorbehalten, zum anderen möchten wir uns ja hier hauptsächlich mit dem Trading mit Bookmap beschäftigen. Grundsätzlich aber ein paar Levels, die auf jeden Fall in jede gute Marktanalyse gehören. Wir haben hier das Tages-Market-Profile des Vortages. Da würde ich auf jeden Fall tendenziell immer erstmal das Vortageshoch und das Vortagestief wählen. Die markiere ich mir persönlich immer gerne türkis am Vortagestief und golden am Vortageshoch. Dann sehe ich hier einen stärkeren Volumen, beziehungsweise hier im Market Profile einen TPO-Berg. Und ich möchte gerne, wenn der Kurs hier an diesen unteren Bereich, an diese untere Kante dieses Berges kommt, dann möchte ich hier eventuell mit einem Trade aktiv werden. Und außerdem für den Fall, dass der Kurs hier nach unten durchrutscht, und das ist ja gerade hier im ES relativ wahrscheinlich, denn wie gesagt, wir befinden uns hier in einer stärkeren Korrektur und wir hatten einen sehr, sehr starken Trendtag nach unten am Freitag. Dementsprechend möchte ich hier nach unten vielleicht noch ein, zwei Levels einzeichnen, an denen ich hier Trades in Betracht ziehen würde. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen hier im Chart zurückgehen und uns hier das Wochen-Market-Profile vom 23.07. einmal anschauen. Das ist das letzte Mal, dass der Preis hier in diesen Bereichen, beziehungsweise dass der Kurs hier in diesen Bereichen um die 4.000 Punkte war. Ist natürlich auch eine sehr, sehr markante runde Nummer hier, die 4.000, die natürlich von vielen Marktteilnehmern, gerade auch institutionellen Marktteilnehmern, Beachtung findet. Da also definitiv ein Bereich, und dann würde ich hier diesen Bereich, wo sich hier diese obere Kante dieses TPO-Berges gebildet hat, nochmal als potenzielle Trading Location in Betracht ziehen. So, um das Ganze jetzt etwas zu verfeinern, nehme ich mir nochmal ein Volume Profile vor, denn ich möchte diese Levels, die ich mir hier einzeichne, die möchte ich sowohl Volumenprofil als auch im Marktprofil nachvollziehen können. Ganz wichtig, zumindest für meinen Trading-Stil. So, jetzt tut sich hier gerade nichts. Ganz schön viele Daten geladen. So, wir zoomen mal hier ein bisschen an unsere Zonen ran. So passt das Ganze. Und dann möchten wir hier die ganzen Levels nochmal ein bisschen verfeinern. Hier haben wir also das Vortageshoch, das obere Kante würde ich hier an das Wochenhoch anlegen. Dann sehen wir hier wunderbar Value Area Low der Vorwoche und diese Einkerbung hier im Volumenprofil. Dann haben wir hier das aktuelle Tief. Da haben wir jetzt hier hinten eine Möglichkeit, wo wir hier nochmal so eine kleine Volumenkante sehen. Achtet immer, kleiner Tipp, achtet immer sehr, sehr stark auf solche Kanten in Volumenbergen, denn die zeigen uns an, dass an diesen Locations in irgendeiner Form stark absorbiert worden ist und dementsprechend in irgendeiner Form auch größere institutionelle Trader ihre Positionen aufgebaut haben.
Hier die Location sehen wir schon, ist aus dem Market Profile ein bisschen unsauber. Auch hier möchten wir das Ganze wieder an die untere Kante verrücken und sind dann hier so wirklich gut im Bereich der 4000 Punkte. So, und erst wenn ich dieses Levelgebilde hier eingezeichnet habe. Ich mache dann immer einen Screenshot für unsere Kunden, den poste ich auch öffentlich rein und dann können wir quasi sehen, wie hätte sich das Ganze denn jetzt im Laufe des Tages eigentlich entwickelt. Also das ist ja hier gerade Stand heute Nacht 0 Uhr. Ich weiß also zu diesem Zeitpunkt nicht, was hat denn der Kurs jetzt hier in Zukunft gemacht. Und dann poste ich immer noch mal einen Screenshot am Ende des Tages, um zu sehen, wie haben denn hier unsere Levels und unsere Trading Locations eigentlich funktioniert, wie hat der Kurs darauf reagiert und wo hätte man denn potenzielle Trades finden können. Das erstmal zur Marktstrukturanalyse. Jetzt können wir uns gleich mal hier einmal unseren Kurs kurz angucken, bevor wir dann wieder zurückgehen zu Bookmap. Und wir sehen, wir haben hier heute einen richtig schönen langweiligen Seitwärtstag, jedenfalls bis jetzt. Wir haben hier schon das US-Market Opening vor 10 Minuten gehabt. Gucken wir uns gleich in Bookmap in Ruhe an. Aber wir sehen, wir hatten hier diesen starken Trendtag am Freitag. Hier das Gap heute Nacht. Dann ist der Kurs heute Morgen hier in die Nähe unseres Vortages Tiefs gekommen. Das war hier die Stelle, wo ich den Trade umgesetzt habe, den ich euch vorhin gezeigt habe in Bookmap. Und seitdem ist dann wieder abgelehnt worden und wir laufen die ganze Zeit seitwärts. Trading-Idee grundsätzlich am Vortagestief hier suchen wir uns in so einem Tag eher die Short Trades und hier im Bereich der 4000 Punkte können wir natürlich auch mit starker Liquidität rechnen. Da würden wir uns jetzt erstmal die Long Trades suchen. Sollten wir diese Level nachhaltig durchbrechen und uns überhalb dieser Levels stabilisieren und dort Volumen akkumulieren, dann muss das Ganze natürlich immer neu bewertet werden. So. Gibt es grundsätzliche Fragen zur Marktstrukturanalyse? So, Venfluence fragt hier gerade, warum neigen größere Limit Orders im Bid-Ask nun umgekehrt beim Zurückkommen des Kurses an das Level als Widerstand im Ask-Bid? Das kann sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe haben, je nachdem, was die Intention des Other Timeframe Participants, sprich des institutionellen Händlers, der da diese Position eben aufgebaut hat oder abgebaut hat, war. Wir können ja zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, hat dort jemand eventuell eine neue Position aufgebaut, hat dort jemand Gewinne mitgenommen und eine bestehende Position geschlossen. Also das kann sehr, sehr viele verschiedene Ursachen und Gründe haben. Es können Trap-Traders sein, die dort versuchen, ihre Positionen, die sie auf der falschen Seite eröffnet haben, zu schließen und schnell aus ihrem Trade irgendwie Break-Even rauszukommen. Also das lässt sich pauschal so leicht nicht beantworten. Versuch das aber mal im Markt zu beobachten, wenn du das siehst. Diese Situationen haben wir wirklich immer wieder. Und versuch da mal, dir eine eigene Statistik zu aufzubauen und das Ganze zu beobachten, was passiert, wenn der Markt eben nach einem Breakout durch so ein Liquiditätslevel an dieses Liquiditätslevel zurückkommt. Oftmals sehen wir auch sogenanntes Flipping, dass dann eben die Order auf der einen Seite gefüllt wird und dann direkt auf der anderen Seite, müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier im Chart vielleicht mal sogar irgendwo finden. Aktuell noch nicht, nein. Hier ist die Limit Order im Bid schon eher gekommen. Aber ich sag mal so, was ich damit meine, wenn wir jetzt quasi diese Limit Order hier rausholen, wir stabilisieren uns dann hier drüber. In dem Fall ist der Markt natürlich hier direkt danach abgelehnt worden und ist gefallen. Aber angenommen, wir wären jetzt hier weiter nach oben gelaufen, die Market-Käufer wären weiter aktiv gewesen, hätten den Kurs weiter nach oben gepusht. Und dann wäre wiederum diese Limit Order hier im Bid direkt nachgezogen worden. Dann hätten wir es mit sogenannten Flipping zu tun. Und das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man hier eine Long-Position eröffnet hätte, den Trade in seine Richtung weiter zu halten. So, jetzt sehen wir hier wunderschön, was macht der Markt gerade. Der Markt hat hier einige unserer großen Limit Orders abgeholt. Wir sehen, die hier lag schon eine ganze Weile im Markt. Hier ist also jemand Limit Short gefüllt worden. Markt ist dann kurz noch nach oben gelaufen. Hier hatten allerdings die Market-Käufer keine Lust mehr.
Der Kurs ist weiter gesunken. Hier kam es dann jetzt zum zweiten Anlauf. Wieder starke Market-Käufe sehen wir hier unten auch wunderbar an der MV-Stop-Linie. Allerdings auch hier wieder so ein bisschen der Fall. Schaut euch das an. Wir machen hier hoch, höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch. Aber im MV-Stop, also hier in unserem oszillierenden kumulativen Delta, nenne ich es jetzt mal, ist das Ganze nicht bestätigt. Also je weiter der Kurs hier nach oben läuft, desto schwächer werden an dieser Stelle eigentlich die Market-Käufer und dementsprechend ist es jetzt auch kein Wunder, dass die sich hier nicht durchsetzen konnten und der Kurs erstmal wieder Luft schnappt. Nichtsdestotrotz, wir haben nach wie vor hier die Liquidität auf der Ask-Seite. Bedeutet, die Chance ist nach wie vor zumindest zunächst größer, dass der Markt diese großen Limit Orders, ihr seht, die sind hier alle schon sehr, sehr lange, schon den ganzen Tag irgendwo im Markt teilweise, dass der Markt die früher oder später noch abholt. Denn der Grund dahinter, wir müssen ja immer davon ausgehen, dass die Marktteilnehmer, die solche Limit Orders hier in den Markt legen, dass die zum einen erstmal ein sehr, sehr großes Portemonnaie haben. Denn du legst nicht einfach mal als privater kleiner Trader hier irgendwo 261 Limit Orders in den Markt. Da sagt dir dein Broker, nein, das machst du mal jetzt nicht. So, das bedeutet, diese Limit Order, die hier liegt, ob sie jetzt Spoof ist, ob sie jetzt Fake ist oder ob sie jetzt echt ist, sei mal dahingestellt. Aber die kann grundsätzlich erstmal nur eine Institution oder mehrere Institutionen in den Markt legen, die eben auch über das entsprechende Kapital verfügen. Jetzt müssen wir natürlich davon ausgehen, dass diese Institutionen über mehr Wissen über die ganze Marktstruktur und über das ganze Marktgeschehen verfügen, als eben wir privaten Trader. Die legen also ihre Orders hier oben immer nur aus einem bestimmten Grund dorthin. Egal, ob sie jetzt eine längerfristige Limit Order hier liegen haben oder ob sie versuchen, mit kürzerfristigen Orders den Markt in irgendeine bestimmte Richtung zu spoofen. Die haben immer eine bestimmte Intention und diese Intention, die basiert in der Regel darauf, dass sie irgendetwas wissen. So, wenn Sie jetzt also da oben diese große Limit Order platzieren bei 4050 Punkten, dann gehen die also aus irgendeinem Grund auch davon aus, dass der Markt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dahin kommt und diese Limit Order eben abholt. Was die Intention dahinter ist und ob der Markt das dann letztendlich auch tut, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich erstmal müssen wir davon ausgehen, dass diese Limit Orders hier aus einem bestimmten Grund liegen und dass die auch gefüllt werden wollen. So, gerade wenn sie eben länger im Markt liegen. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen unser Retracement gesehen. Die Verkäufer haben den Kurs, nachdem hier diese größeren Order offensichtlich alle gefüllt worden sind, haben jetzt hier wieder ein bisschen die Oberhand gewonnen. Ihr seht auch hier wunderbar wieder in unserer Price Dynamics Plotlinie, kurz PDP-Linie, dass hier in diesem gesamten Bereich eher die Market-Käufer am Ruder waren. Wir hatten hier den Breakout unter diese Mikrostruktur, die ist hier auch mehrere Male verteidigt worden. Wir hatten hier im Trade Finder ein wunderschönes Signal, welches man vielleicht im kurzfristigen Bereich auch irgendwo hätte handeln können. Wenn wir uns das allerdings mal jetzt angucken, da mal ein bisschen reinzoomen. Jeder muss da natürlich seinen eigenen Stil entwickeln, aber ich persönlich bin immer Freund davon, sehr, sehr enge Stops zu haben. Und wenn ich sehe, dass direkt über diesem Signal hier diese Limit Order liegt und noch zwei weitere sehr große Limit Orders liegen, dann gehe ich pauschal erstmal davon aus, dass der Markt tendenziell erstmal auch zu diesen Limit Orders noch hin will. So. In dem Fall ist das natürlich auch so gewesen. Man hätte das jetzt hier auch irgendwie frontrunnen können. Das bedeutet, man hätte sich hier jetzt auch irgendwie mit einer Limit Order einen Tick direkt vor diese Limit-Verkaufsorder setzen können, den Stop einen Tick drüber, dann hätte man einen Stop von 2 Ticks gehabt, dann hätte man hier auf jeden Fall ein paar Ticks mitnehmen können. Das funktioniert hin und wieder mal. Mehr als oft funktioniert es aber eben auch nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr schon seht, dass hier direkt in unmittelbarer Nähe dieses Handelssignals, welches wir hier bekommen, noch weitere Orders liegen, dann neige ich dazu, erstmal abzuwarten und zu gucken, nähert sich der Markt vielleicht diesen Orders noch. In dem Fall hätte es auch total Sinn gemacht. Zwei Möglichkeiten hätte man hier gehabt. Wenn man dieses Signal hier schon hätte handeln wollen, dann gehört der Stop nichtsdestotrotz definitiv hier über die Liquidität, denn die Chance ist einfach zu groß, dass der Markt diese Limit Orders eben noch füllt und abholt.
Dann hat man hier einen relativ großen Stop und dann hat man dementsprechend nicht so das ideale CRV, denn wenn wir uns jetzt hier den Markt mal angucken, bisschen weiter raus. So. Hier haben wir unser Signal gekriegt. Wir sehen, wir sind hier tendenziell eher gerade in einer Seitwärtsrange. Das bedeutet, wir müssen mit größerem Widerstand erstmal rechnen, wenn der Markt sich der unteren Kante dieser Seitwärtsrange nähert. Zumal wir hier die Imbalance nach wie vor auf der Ask-Seite haben. Das heißt, die größere Chance immer noch eher nach oben besteht. So, jetzt muss man sich überlegen, ob sich das lohnt. Wenn ich jetzt hier Short gehe und hier oben, keine Ahnung, was sind das jetzt hier irgendwie, wo sind wir hier? Im Bereich von 41, hier sind wir im Bereich von 45, 4 Punkte. 16 bis 20 Ticks Stop, ja, das geht noch, aber dann möchte ich auf jeden Fall schon das Potenzial haben, dass der Trade auch etwas weiterläuft. Denn ich sag mal, ein CRV von 2:1 strebe ich grundsätzlich schon erstmal immer an. So, jetzt haben wir hier den Breakout gesehen. Kurs hätte also genau das getan, was wir erwartet hatten. Besser wäre es allerdings gewesen, noch abzuwarten, was passiert denn jetzt, wenn der Markt sich eben diesen beiden Orders hier oben nähert. Und wir sehen hier, alles klar, wir kommen hier ran. Hier hat sich die Marktgeschwindigkeit etwas verlangsamt. Wir haben nochmal ein etwas höheres Hoch gemacht. Hier sind die Orders, hier ist diese größere Limit Order schon ein bisschen rausgenommen worden. Das heißt, hier die Intention, die unbedingt fillen zu lassen, die war offensichtlich gar nicht so unbedingt da. MV-Stop-Linie macht hier unten schon ein tieferes Tief. Das bedeutet also, hier ist nicht mehr so viel Überzeugungskraft der Market-Käufer vorhanden. Und nach diesem Breakout hier sehen wir dann auch schon, wie eben hier die Verkäufer erstmal zumindest vorübergehend das Ruder übernommen haben. Also wenn, dann wäre hier oben in diesem Bereich die bessere Möglichkeit gewesen, in den Trade reinzukommen. Und dann haben wir auch vom möglichen Chance-Risiko-Verhältnis schon wieder einen ganz anderen Schnack, denn dann sprechen wir hier vielleicht von 7 Ticks Stop. So, und das fühlt sich dann im ES schon deutlich besser an. Jetzt gucken wir mal, was hat der Markt denn hier so Schönes gemacht seit dieser Situation. Hier waren wir gerade, das ist die Situation, die wir gerade besprochen haben. Dann sind wir hier zurückgekommen an die untere Kante dieser Seitwärtsrange, die wir hier gerade besprochen haben. Hier haben wir dann im Trade Finder wunderschön ein Market Volume Stop Signal bekommen. Ob man das jetzt gekriegt hätte, wage ich mal sehr zu bezweifeln, denn also grundsätzlich wäre das schon eine Location gewesen, die man hier in Betracht hätte ziehen können für den Trade. Zumal, wenn wir mal wieder ein bisschen nach links gucken, sehen wir, wie hier diese große Spoof-Limit-Order im Markt lag. Die ist hier nicht gefüllt worden, die ist rausgezogen worden, als der Markt dahin kam. Dementsprechend dann hier mit viel Energie auch der Breakout darüber. Pullback an diese Limit-Order, wieder tickgenau in dem Fall. Dann ging es nach oben und jetzt kommen wir hier wieder zurück, wieder in diesen Bereich, wo vorher diese Spoofing-Order lag. Und wie gesagt, kriegen wir hier dann schön das Market Volume Stop-Signal. Aber ja, das ging dann doch schon sehr fix hier. Also wer den Trade so schnell bekommt und umgesetzt bekommt, der hat flinke Finger. Und ich persönlich hätte ihn sowieso nicht gemacht, denn ich bin eher Freund davon, solche Trades wirklich nur dann umzusetzen, wenn ich auch sehe, okay, die Market-Verkäufer beißen sich hier die Zähne aus, die kommen nicht weiter nach unten. Ich möchte eine größere Limit-Order im Bid in unmittelbarer Nähe dieses Handelssignals haben und ich möchte dann vor allem auch sehen, dass diese Linie hier grün wird, sprich, dass auf der anderen Seite jetzt die Market-Käufer wieder aktiv werden und den Preis nach oben pushen. Denn grundsätzlich haben wir ja in so einer Seitwärtsphase es immer mit zwei Situationen zu tun. Wir haben oben, Moment, mal laden hier, damit wir ein bisschen mehr sehen. Wir haben hier oben in irgendeiner Form die Verkäufer sitzen, die davon ausgehen, dass das hier ein sehr, sehr teurer Preis ist, zu dem es sich lohnt zu verkaufen, dass das hier ein sogenanntes Premium ist. Und wir haben hier unten in so einer Seitwärtsrange die Käufer sitzen, die davon ausgehen, dass diese Preise hier niedrig sind, dass das hier also ein Discount ist. Das gilt sowohl für die Mikrostruktur als auch für die Makrostruktur. Und wenn wir jetzt am unteren Bereich so einer Seitwärtsrange uns unsere Long Trades suchen wollen, was durchaus Sinn macht, dann möchten wir auch sehen, dass hier eben unsere Market-Käufer, unsere aggressiven Käufer aktiv werden und den Preis dann auch nach oben pushen. In dem Fall wurde hier einfach nur schlicht und ergreifend absorbiert. Das
die Bewegung war hier sehr, sehr intensiv, aber wir sehen hier nicht wirklich, dass hier die Käufer das Zepter in die Hand nehmen und dementsprechend ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass der Kurs hier nicht so weit in unsere Richtung läuft und dann hier sogar nochmal ein tieferes Tief macht und schließlich auch diese größere Order hier im Bid fehlt. So, wir werfen noch einen letzten Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. Vielleicht auch nochmal einen kurzen Blick auf unseren Kerzenchart. Wir sehen, wie schön unsere Trading Location hier funktioniert hat. Der Kurs ist also hier nach Beendigung der Pre-Cash-Session in diese Zone reingelaufen. Wir haben gesehen, wie viel Liquidität hier liegt. Die Limit Orders wurden immer wieder gefüllt, aber bis jetzt noch keine Überzeugung der Market-Käufer bzw. allgemein der Käufer, den Kurs hier vielleicht wieder in höhere Gefilde zu katapultieren. So, meine Lieben, das wäre es auch schon für unsere erste Session. Die letzten 5 Minuten vielleicht nochmal für eure Fragen oder Anmerkungen. Ich gucke einmal kurz Moment, wir machen einmal kurz wieder hier Discord, Entschuldigung, Bookmap und auf der anderen Seite Discord. Da ist soweit erstmal nichts Neues reingekommen. Dann gucke ich nochmal bei YouTube, ob hier nochmal neue Fragen sind. Wenn euch noch irgendetwas auf dem Herzen liegt, dann schießt gerne los. Ben sagt, Lücke geschlossen. Ja, absolut. Das Nachtgap ist jetzt komplett geschlossen und hat uns hier die eine oder andere gute Trading-Gelegenheit schon im Laufe des Tages ermöglicht auf jeden Fall. Wie gesagt, den Trade heute Vormittag, der war ja auch ganz in der Nähe des Vortagestief. Der hat auf jeden Fall super funktioniert. Da hat man sehr, sehr schöne CRVs realisieren können. Definitiv noch deutlich mehr als ich. Dann jetzt hier die Situation, die wir gerade besprochen haben. Hier wäre auf jeden Fall auch ein Trade möglich gewesen. Und mal gucken, was gleich passieren wird, wenn sich der Kurs jetzt wieder diesem Bereich nähert. Ich gehe eigentlich davon aus, dass diese Limit Orders jetzt hier in den nächsten paar Minuten gefüllt werden und dass wir dann tendenziell eher uns heute nach oben bewegen. So, jetzt haben wir hier nochmal schön das Market Volume Stop Signal aus dem Trade Finder. Schöne Situation. Kurs fällt augenblicklich. Das bezeichnen wir als Exhaustion-Situation, also als Erschöpfung. Wir wurden also neben den Limit Orders, die hier gefüllt worden sind, höchstwahrscheinlich sind ja auch noch einiges an Stops geflogen. Dann allerdings im Augenblick danach keine Market-Käufer mehr nachgekommen, die dafür sorgen, dass dieser Breakout nachhaltig ist. Jetzt scheinen sie doch hier nochmal reinzukommen. Hier sehen wir schon, hier ist auf jeden Fall gerade ein Algorithmus am Start, zeigt uns auch hier sehr, sehr schön die Gleichmäßigkeit der PD-Plot-Linie. Hier passiert gerade definitiv interessanter algorithmischer Handel. Könnte man jetzt auf jeden Fall noch gut weiter beobachten, ist gerade eine sehr, sehr spannende Situation, vor allem wenn man hier mal ein bisschen weiter reinzoomt und sich die Mikrostruktur des Ganzen anschaut. Ich persönlich würde mal eher dazu tendieren, dass dieser Preisbereich hier um die 4050 heute noch fällt und dass wir tendenziell eher nach oben laufen. Auch aufgrund der ganzen Imbalances und der ganzen Liquidität, die wir da gerade eher auf der Ask-Seite haben. So, ich schaue noch mal. Wann kommst du wieder? Finde super, dass Bookmap nun auch mal was auf Deutsch macht. Ja, Bernhard, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das werden wir auf jeden Fall im Laufe der Woche noch mal gemeinsam besprechen, inwieweit wir das jetzt hier regelmäßig machen werden. Wir werden es hoffentlich auf jeden Fall regelmäßig machen, aber ob das Ganze jetzt im Wochen- oder 2-Wochen-Rhythmus stattfinden wird, das besprechen wir alles noch im Bookmap-Team und geben euch dann definitiv noch mal Bescheid. Vielleicht zum Abschluss noch mal ein Wort in eigener Sache. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, Moment, ich mache hier mal meine Bildschirmübertragung, meinen Stream aus. Noch mal in eigener Sache. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, wir sind eine Trading-Schule. Wir bieten verschiedene Ausbildungsprogramme an für interessierte Trader. Das Ganze sowohl für den Bereich des langfristigen Investierens, aber natürlich auch was das Swing Trading und was das Day Trading angeht. Der Bruce, der hat ja am Anfang unsere Website einmal eingeblendet.
www.sparing-academy.de. Dort findet ihr uns. Außerdem natürlich noch auf diversen Social-Media-Kanälen, auf Spotify, auf YouTube unter der Sparing Investment Academy. Wenn ihr euch also dafür interessiert, Daytrading zu lernen, vor allem Daytrading mit Bookmap auf Basis des Orderbuchs und der Heatmap zu lernen, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, euch kennenzulernen. Ihr könnt euch über unsere Website sparing-academy.de ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns buchen. Meistens bin ich dann auch persönlich da vor Ort und mache das mit euch. Und dann können wir auf jeden Fall mal über eure Ziele und Wünsche sprechen. Das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich werde das gleich auch nochmal mit Bruce hier alles auswerten. Und in diesem Sinne würde ich an dieser Stelle einmal das Wort an Bruce wieder übergeben. Bruce, we're finished. I hope you're still there. Yeah. I caught all of that. Perfect. Excellent. Well, Oliver, that was. I hope we can get it translated in subtitles in English. That would be fantastic. Some really good stuff. I mean, I can just tell by what you're going over and showing. So, boy, maybe we can do some also in English. But anyway, really enjoyed having you here for the first foreign language Bookmap webinar, and we'll do more of these. So looking forward to it. I hope so. It was really fun. Thank you. Okay, thank you very much, and we'll catch up next time. Bye, everybody. Bye. Bye.